Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video hier von meinem Kanal, hier aus der Brickworld. Und auch heute bauen wir wieder hier weiter an diesem neuen Gebäudekomplex, an dem wir seit einigen Folgen arbeiten. Denn das hier ist ein fundamentales Element dessen, was am Anfang des Umzugs die neuen Räumlichkeiten dort erstmals richtig in seine Entfaltung haben wird. Und ich möchte ein ganzes Stück vorankommen, während wir drüben daran arbeiten, dass die Räume fertig werden. Wie gesagt, am Montag kommt der Elektriker, das macht schon mal einen riesen Fortschritt. Danach kann ich anfangen zu streichen und die ganzen Löcher in den Wänden auszubessern. Aber heute bauen wir erstmal hier noch weiter. Und zwar möchte ich grundsätzlich hier an der Front der Bank weiter nach hinten bauen und dann überlegen wir uns vielleicht auch mal, wie es hier hinten weitergeht. Denn wie gesagt, ich will jetzt einfach, vielleicht im besten Fall bauen wir einfach mal einmal komplett außen rum und schauen, wie das Ganze funktioniert. Vielleicht bauen wir auch hier in der Kanzlei weiter. Ich weiß es noch nicht genau. Wie immer entfaltet sich jetzt alles während des Baus. Auf jeden Fall baue ich jetzt erstmal hier weiter. Und ich hoffe, euch gefällt der Fortschritt. Wie gesagt, ich baue jetzt einfach mal los und wir schauen einfach mal, wohin die Reise heute führt. So, wie ihr sehen könnt, habe ich hier weitergearbeitet und wie auch einige es angesprochen hatten oder auch ich selber angesprochen hatte, habe ich jetzt hier die weiteren Bögen zugemauert. Das hat jetzt nicht nur den Grund, dass wir nicht noch mehr von den Scheiben brauchen, sondern auch um hier ein bisschen andere Struktur reinzubringen und auch im hinteren Bereich, also im Inneren der Bank dann dort Dinge bauen können, die jetzt nicht direkt an den Scheiben sein sollten. Und was ich auch gemacht habe, ist, dass wir hier einen kleinen Geldautomaten haben. Von der Höhe her müsste er eigentlich passen, weil wie gesagt, der Gehweg ist ja ungefähr auf dieser Höhe. Ich habe meine Minifigur ungefähr auf die Höhe gehalten, das müsste ungefähr passen. Und was wir jetzt auf jeden Fall als nächstes tun müssen ist, da habe ich eine Flasche umgeschmissen, habt ihr wahrscheinlich gehört, ist, dass wir jetzt hier mal überlegen müssen, hier muss ja irgendwo noch das Pariser Restaurant rein oder ein anderes Restaurant, weil ich will ja wie gesagt nicht das Pariser Restaurant in Anführungsstrichen opfern dafür, sondern wir brauchen hier ein Restaurant, weil wir ja den Außenbereich haben dort drüben. Ich gehe mal kurz mit euch rüber. Wir haben ja hier unseren Außenbereich, der soll ja im Prinzip bleiben. Und hier ist ja momentan das Pariser Restaurant. Ich gehe mal kurz außen rum, dann sieht man das besser. Da haben wir hier diesen Nebeneingang und dort wird jetzt sozusagen die Ecke von unserem neuen Block stehen. Da müssen wir uns mal überlegen, wie wir das jetzt bauen. Ich hatte ursprünglich die Idee, dass wir im Stil bleiben vom Bankgebäude. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich schaue einfach mal, was sich jetzt gleich entwickelt. Aber wir müssen auf jeden Fall mal schauen, wo wir das Restaurant noch reinbringen. Das wäre ja wahrscheinlich eh nur im unteren Bereich. Und die Bank wird dann oben drüber weitergehen. Ich schaue einfach mal, was sich anbietet und baue weiter. Und wir schauen das Ganze gleich zusammen nochmal an. So, bevor wir jetzt schauen, wie sich das Ganze da vorne an der Front entwickelt hat, möchte ich mal ganz kurz auf einen meiner neuen Partner hinweisen. Und zwar Brickmo. Ihr habt bestimmt schon vorne im Vorspann gesehen, die waren auch diejenigen, die mir dankenderweise sehr, sehr entgegengekommen sind beim größeren Einkauf von Baseplates. Ist ein Online-Shop, bei dem ihr Lego, aber auch andere Klemmbausteine bekommt. Einfach mal vorbeischauen, ist unten verlinkt und oben rechts. Und wenn ihr dort was bestellt, kriegt ihr noch eine kleine Provision, die dann natürlich auch in den weiteren Fortbestand der Brickworld fließt. Also vielen Dank, schaut mal vorbei. Ist natürlich alles unverbindlich. Ansonsten gehen wir jetzt mal hier ein bisschen entlang. Ich versuche diesmal keine Flasche umzuschmeißen. Und da seht ihr jetzt, wie ich das Ganze hier weiterentwickelt habe. Und zwar ist meine Idee ja, wie gesagt, dass wir hier das Restaurant einbauen. Das ist jetzt nicht unbedingt das Pariser Restaurant, aber ich wollte jetzt auch die Front vom Bankgebäude etwas übernehmen. Wie ihr seht, sind wir hier jetzt wieder sozusagen auf der normalen Höhe. Die Figur steht da nur mal so als Größenvergleich. Und zwar ist meine Idee, dass wir hier jetzt ein bisschen in diesem rustikaleren Design bleiben, aber hier jetzt relativ große Fenster in diesen Arkadenbögen haben. Das heißt, ursprünglich waren die wahrscheinlich mal offen, wurde dann zugemauert, um eben hier Platz für das Restaurant zu schaffen. Es ist ein sehr komplizierter Bau, muss ich euch sagen. Hier oben sind mir jetzt tatsächlich auch noch diese Steinchen ausgegangen. Das heißt, da muss ich mal welche nachbestellen, um hier oben vorne weiterzubauen. Aber das ist jetzt mein Entwurf. Ihr schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon denkt, was ihr dazu denkt und was ihr findet und so weiter. Ihr wisst natürlich. Und dann wäre der Eingang dann irgendwann, ich gehe jetzt mal hier hoch, weil ich knie hier ein bisschen. Der Eingang für das Restaurant würde dann sozusagen hier irgendwo hinkommen. Das heißt, hier vorne ist hier dann auch unser Außenbereich. Und ihr seht jetzt hier auch schon die Stufe. Das heißt, hier geht es dann erstmal Ende der Bank. Und das Bankgebäude mit Büros etc. geht dann im oberen Etage weiter. Und das Restaurant zieht sich dann bis hier rüber, denke ich. Ja, sollte eigentlich an Platz reichen. Wir haben den Außenbereich hier noch. Und dann gibt es im oberen Bereich weiteres Büros etc. Und ich glaube immer noch, dass wir in einem ganz oberen Bereich auch oben drüber Wohnungen haben, die dann auch
über diesen Bereich erreichbar sind, dass halt irgendwie einen Durchbruch gab zwischen den beiden Gebäuden und ganz oben dann Wohnbereich ist. Ja, wie gesagt, sagt mir gerne, was ihr davon haltet. Ansonsten habe ich auch noch ein paar Aufkleber aufgebracht, um jetzt mal ein bisschen das Ganze hier im Blog voranzubringen. Das heißt, wir gehen mal hier vor. Dieser kleine Bau ist jetzt, wie gesagt, ein Brooking Donuts Laden. So was Ähnliches haben wir ja schon im Bahnhof. Ist halt jetzt so eine kleine Kette und habe ich hier auch noch angebracht. Bringt, glaube ich, schon mal so ein bisschen mehr Leben noch mit hier rein. Hier drin ist jetzt noch nicht sonderlich mehr passiert. Wie gesagt, ich muss hier noch ein paar Fliesen bestellen und hier noch die Wand ein bisschen verschönern und Leute reinstellen. Aber ich glaube, auch wenn es das von der Seite sieht, dass jetzt da Brooking Donuts dran steht, ebenso auch wieder vorne. Bringt jetzt schon mal wieder ein bisschen was rein. Und ich gehe nochmal auf die andere Seite mit euch. Wir hatten ja diesen kleinen Laden dort vorne. Ich hatte erst die Idee, hier einen kleinen Souvenirladen reinzumachen. Andere meinten Eisdiele etc. Meine andere Idee, mir sind nämlich noch ein paar andere Aufkleber über den Weg gelaufen sozusagen, sind diese Cupcakes Shop Best in Town. Ich dachte, so ein kleiner Cupcake-Laden würde doch hier vielleicht auch ganz gut reinpassen. Dazu könnt ihr mir gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Ansonsten, ich gehe jetzt mal, mache jetzt mal einen Blick von direkt ganz oben. Entwickelt sich das ganze Projekt doch ganz gut, meiner Meinung nach. Ich bin sehr zufrieden. Ihr seht jetzt auch langsam auch die Ausmaße. Wie gesagt, das Bankgebäude ist dann sozusagen fast 64, naja, müssen wir vorne ein bisschen was abziehen, 64, sagen wir mal 50 Noppen tief und ebenso 48, 50 Noppen breit. Hier vorne kommt wieder das Restaurant noch rein, oben drüber dann die Räumlichkeiten. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein guter Weg. Es entwickelt sich besser, als ich gehofft hatte und ich bin wirklich zufrieden, auch mit der Zeit, die ich brauche. Ansonsten könnt ihr mir gerne noch schreiben, was ihr eben denkt zu allen anderen Dingen, die wir angesprochen haben. Ihr habt ja auch Ideen für die Wohnungen oben. Und ich gehe jetzt mal zum Abschluss nochmal hier vor, damit wir hier nochmal die Front anschauen können. Und ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gesagt, hier vorne ist natürlich ein Gehweg und dann fängt hier natürlich irgendwann der Busbahnhof an. Ich gehe nochmal kurz mit euch darüber. Das Ganze steht dann sozusagen hier an der Kante. Den Weg werden wir wahrscheinlich ein bisschen schmaler machen und dann fängt hier der Bahnhof an. Und ich glaube, das wird eine ganz nette Geschichte. Dann haben wir dann hier vorne an der Kante sozusagen das Bankgebäude. Hier die Straße mit der Straßenbahn. Und ja, ich glaube, das könnte eine ganz schöne Geschichte werden, wenn wir dann rüberziehen. Was das Diner, haben manche gefragt, wird dann nochmal ein Anlass, wo eine größere Form finden. Das Pariser Restaurant in der Form wollte ich jetzt in dem Design nicht unbedingt dort einbauen, weil es meiner Meinung nach nicht passt, weil wir müssten zu viel rausnehmen. Oder wie sagen wir zu viel umbauen. Das Gebäude an sich ist ja schön, aber es müsste nur größer werden. Das bauen wir irgendwo anders mal noch rein. Ansonsten würde ich einfach sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld. Schreibt mir, wie gesagt, alles gerne in die Kommentare. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim selberbauen und tschüss.